So, ich beginne also jetzt mit der Demontage des Motors. Der wird jetzt dann zur Aufarbeitung an den Motorenspezialisten übergeben. Er meinte, den Motor auszubauen sei recht einfach. Ich bin jetzt zwar nicht ganz der Meinung, aber ich wage mich einfach dran. Ich habe jetzt ein paar Wochen Zeit. Ja, und jetzt beginne ich erstmal Sitzbank, Außentank, Außenverkleidung. Jetzt wird die Batterie gleich abgeklemmt. Motorschutz kommt jetzt dann runter, da werde ich das Öl ablassen. Ja, und dann soll es das für heute mal gewesen sein. Ja, alles klar. Also Baustrahler kommt. So, ich werde jetzt mal die Zuleitung von der Lichtmaschine kappen. Ja, vielleicht ein bisschen runter die Kamera. Genau. Das sieht man jetzt, das ist die Leitung von der Lichtmaschine. Die hat mehrere Anschlüsse. Grün auf Blau, Rot auf Rot. So, Kabelbaum von der Lichtmaschine ist runter. Ja, das denke ich mal dürfte kein Thema sein. Ihr seht schon, hier sind geflickte Kabel, also geflickter Kabelbaum hier mit so Isolierband. Und hier mit solchen Lüsterklemmen, das gefällt mir überhaupt nicht. Mal schauen, wo ich so einen Kabelbaum zukünftig herbekomme. Ah, okay, der ist gar nicht angeschlossen. Das ist hier der Kippschalter für den Seitenständer. Der war eh locker. Ja. Gut, also Lichtmaschine abgeschlossen. Genau, schaut auch noch richtig gut aus. Ich habe das ja erst vor 1000 Kilometer gewechselt. Das werde ich auch hinterher wahrscheinlich wieder verwenden, das Öl. Jetzt wird der Luftfilter abgeschraubt. Einmal hier am Vergaserstutzen. Ich will den möglicherweise hinterher auch modifizieren, dass der Lufteinlass, der jetzt hier ist, nicht mehr hier ist vom heißen Motor, sondern hier vorne. Das ist ja auch so ein Thema bei der 1VJ, dass der Luftstrom hier angesaugt wird, also hier aus der Sitzbank. Das werde ich dann auch gleich machen, aber nicht jetzt, sondern wenn ich es dann wieder montiere. Luftfilter ist lose. Ich ziehe den hier ab vom Ansaugstutzen. Und löse. Ja, so schaut jetzt das Motorrad nach einer guten halben Stunde aus. Schon etwas nackig. Logischerweise habe ich auch die Benzinleitung, musste ich ja, genau, und hier ist das Corpus Delicti, Zylinderkopfdichtung. Das heißt, der ganze Motor muss jetzt freigelegt werden. So, vielleicht mache ich mich klein noch an den Krümmer. Auch die Ölleitung, aber schrittweise. Ich versuche auch immer, dass ich die Schrauben, hier mache ich es jetzt auch gleich, die wieder platziere, da wo ich sie raus habe. Die sind nicht mehr schön. Vielleicht werde ich die dann auch erneuern. Aber erstmal kommen sie hier wieder rein, da wo sie waren. Und dann kann man sich immer noch Gedanken machen, ob die mal später ausgetauscht werden. So, wo war jetzt die? Geht schon los? Ja, werde ich schon finden. Ja, das ist wieder typisch. Hier wieder ein Teil von der GoPro-Halterung. Jetzt ist mir die Kamera gerade umgefallen. Bricht mal wieder so ein Teil hier ab. Entschuldigt GoPro, aber ihr macht es einen auf Outdoor und
Da fällt der Kamera aus 10 cm Höhe runter und dann brechen die Teile ab. Also so richtig Outdoor ist anders. Jetzt kommt die Ölablassschraube wieder rein. Ich habe hier so einen Magnetkopf. Jetzt machen wir erstmal hier unten zu, falls sie mir abhanden kommt, dass er nicht in den Ölauffangbehälter verschwindet aufs Nirvana. So, machen wir hier wieder zu. Ja, also da war dieser Magnet. Da war tatsächlich so ein bisschen Metallschlamm. Also bringt doch was, hier auch die paar Euro für so eine Ablassschraube mit integrierten Magneten zu verwenden. So, ganz leicht anziehen, trocken machen, fertig, gut. Ich habe jetzt das Motorrad wieder auf meinen Heber hier gesetzt. Natürlich mit Holzunterlage, dass nichts kaputt gedrückt wird. Ich glaube, hier kann man jetzt wieder besser arbeiten. Ja, das ist jetzt das Ergebnis nach einer Dreiviertelstunde. Hier sind jetzt mal die abgebauten Bauteile. Öl ist rausgelassen. Als nächstes wird jetzt hier noch der Ölausgleichsbehälter geleert, hier mit dieser Spezialschraube, die kommt hier raus. Das habe ich schon mal gemacht. Ja, ich glaube, das war es aber jetzt für heute. So, der erste Tag ist jetzt mal ganz gut verlaufen. Ist noch nicht viel passiert. Also ich denke, hier gibt es schon noch einiges zu demontieren. Da werde ich mich auch in YouTube bedienen. Und was man hier sieht, das ist der Kabelbaum mit Klebeband. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hier das Gefrickel. Das ist definitiv dann nach der Motorenrevision das nächste, dass ich hier einen neuen Kabelbaum lege, weil ich habe so ein bisschen Bedenken, dass das nicht lang hält. Ja, gut, also dann war es das für heute hier aus der Garage, aus Chrissys Garage. Die nächsten Baufortschritte lasse ich euch natürlich teilhaben und bis bald. Ich schaue jetzt hier diese Verschraubung auf, und zwar muss ich das Öl aus dem Ausgleichsbehälter auslassen. Das ist ein bisschen ein Patent, aber ich zeige euch das. Dafür muss man eben diese Schraube bis auf Anschlag rausdrehen. Dann kommt immer noch kein Öl raus und dann diese vordere. Genau. So, jetzt brauche ich nur gerade eine helfende Hand. Hältst du mal gerade? So, die Verschraubung geht jetzt hier auf. So, das ist jetzt die kleine Schraube hier vorne. Und damit müsste hier genau das Öl aus dem Behälter kommen. So, meine Assistentin hilft mir gerade. Genau, damit wird der Behälter hier geleert. Machen wir hier oben auf, dann kommt Luft rein. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. So, als nächstes werde ich den Krümmer hier abschrauben. Okay, so eine Mutter. Gut. So, jetzt habe ich einen Auspuff ausgebaut, damit ich den Krümmer runter bekomme. Der ist etwas bockig. So, Krümmer drunten.
Ja, jetzt ist es etwas finster, weil mir gerade hier mein Baustrahler, den ich mir gerade vor einer Stunde ausgeliehen habe, hat den Geist aufgegeben. Wunderbar, man leitet sich was aus und dann geht es kaputt, das Zeug. Ja, hat es gleich die Sicherung gefetzt. Also ich habe jetzt hier den Gangschalthebel demontiert und werde hier noch die Ritzelabdeckung, das sehe ich jetzt noch, das werde ich jetzt noch abmontieren. Und dann ist es eigentlich genug für den ersten Tag. Genau hier, damit man ins Ritzel kommt. Okay. So, man sieht es jetzt kaum. Hier ist noch eine Ölzufuhr. Hier unten am Motor. Die mache ich jetzt auch auf. Ja, geht auf. Schon mal die Wanne. Da wird jetzt sicherlich Öl rauslaufen. Also das war jetzt hier unter der Lichtmaschine diese 2 Schrauben für diese Ölleitung. So, aber dann war es wirklich genug für heute. So, neuer Tag. Heute mit Brille, aber so sehe ich was. So, jetzt geht es darum, dass wir heute den Vergaser ausbauen. Ja, hier werde ich jetzt mal mich rantasten, wie das so funktioniert. Und ja, ich habe jetzt mit einem Kumpel telefoniert, der auch die 1VJ hat. Der hat gesagt, also es macht auf jeden Fall Sinn, dass der Vergaser für die Demontage des Motors rauskommt. Gut, und das machen wir jetzt halt. So, schauen wir uns sonst nochmal im Detail an. Von der einen Seite und von der anderen geht es dann gleich. So, ich schraube jetzt die Vergaserstutzen hier los. Und auch auf der anderen Seite. Da müssen wir da ein bisschen. So, ich bitte das Flackern zu entschuldigen. Aber ich möchte jetzt dennoch zeigen, wie ich den Vergaser hier raushole. Ich bekomme leider den Vergaser hier nicht raus. Entweder ist dieser Stutzen hier im Weg oder hier unten der Anlasser im Weg. Doch, jetzt kriege ich ihn raus. Da ist er. So, das sind jetzt noch 2 Entlüftungsschlitze, da läuft auch noch ein bisschen Benzin raus. So, dann wäre der Vergaser mal draußen. Hier sieht man jetzt die 2 Schläuche hier von der Benzinpumpe, die hängen frei in der Luft. Und dieser Schlauch hier, der lange, der kommt dann so hier oben wieder rein. Zeige das einmal. So, so schaut jetzt der Motor aus. Ich glaube, ich werde auch die Fußrasten hier abschrauben. Hier und auf der anderen Seite mit diesen 2 kräftigen Schrauben.
damit, wenn man den Motor rauszieht, der also nicht hier im Wege steht. Ja, das machen wir jetzt. Fußrasten sind demontiert, die Schrauben schraube ich wieder rein. Also sowohl auf der Seite als auch auf der anderen Seite. Hier habe ich jetzt auch die Fußrasten weg und gleichzeitig auch das Bremsgestänge. Das war jetzt relativ einfach. Hier ist noch eine Feder. Die kommt dann auch wieder an das Bremspedal. Die nehme ich jetzt mal bewusst weg, weil sonst hier den Schalter, ja, den muss ich wahrscheinlich auch den Bremslichtschalter muss ich wegtun, weil sonst rasiert es mir den ab, wenn wir den ausbauen hier. Also kommt der jetzt weg. Kickstarter, den tue ich jetzt auch weg. Genau. So, hier war der Kickstarter dran. Mit dieser Schraube hier fixiert. Hier ist alles trocken, der Simmering ist trocken. So, das war jetzt die Schraube für den Bremslichtschalter. Der ist hier. Und der wird hier oben mit diesen zwei, den stecke ich jetzt hier ab. Hier oben, hier sind die zwei Steckverbinder. Genau, mache ich ab. Als nächstes löse ich die Schrauben von dem Anlasser. Hier ist auch eine Elektroverbindung und dann kann man den nach hinten rausziehen. Ich muss den aufmachen, weil hier unten ist eine Ölleitung, und zwar diese hier. Diese Ölleitung hier geht da runter und ich komme sonst nicht an die Verschraubung dran. Und den muss ich abmachen, weil da hängt der Ölkühler dran. Ja, die gehen recht leicht auf. Die Verschraubung hier mit der Kappe gehört hier oben drauf und hier unten ist lediglich so ein Kabelschuh, der liegt dann hier drauf. Und wird dann mit der Innensechskantschraube verschraubt. Also oben mit Kappe, unten ganz normaler Kabelschuh. Ich werde jetzt erstmal das Kupplungsseil hier aufmachen. Genau. Ja, der Kupplungshalter wird so montiert. Ich habe jetzt die zwei Schrauben einfach mal lose reingeschraubt. Genau, und hier wird, warte, muss ich also nicht gehen, so, hier wird die Kupplung eingehängt. Hier in diesem Haken. Ja, lassen wir die jetzt einfach mal baumeln. Ja, ich muss jetzt hier diesen Anlasserdeckel aufmachen. Leider, da braucht es eine neue Dichtung, weil da drin ist das Zahnrad und da ist ein Sprengring und sonst kriege ich den Anlasser nicht raus. Diesen Sprengring muss ich aufmachen, weil darunter befindet sich eine Ölleitung. Das heißt also, Anlasser muss runter. Hier kommt jetzt ein Lumpen rein, dass mir da ja nichts reinfällt in den Getriebekasten. So, und hier sieht man jetzt diesen Sprengring und dieses Anlasserzahnradl. Das heißt, jetzt bräuchte ich eigentlich eine Sprengringzange, dass ich diesen Ring hier rausbekomme. Das ist jetzt der Stand nach 2 Tagen. Das ist das Kabel für den Bremslichtschalter abgerissen. So, es gibt Neuigkeiten. Ich habe mir einen neuen Strahler gekauft, und zwar diesen hier.
Und jetzt hoffe ich, dass ich jetzt endlich einmal das technische Equipment habe, dass ich auch abends, wenn es dunkel ist, hier arbeiten kann. Gut, so und jetzt geht es um den Ausbau von dem Sprengring. Und das machen wir jetzt. Also das ist jetzt die Leitung, die jetzt vom Minuspol am Federbein vorbei zum Anlasser runtergeht. Die habe ich jetzt einfach mal raus, weil es ein bisschen im Weg rumgeht, aber damit ich das hinterher weiß. Wie gesagt, Minuspol, Anlasser. So, und so schaut es jetzt im Detail aus. Hier war der Anlasser, hier ist die Kupplung, hier ist die Bohrung für den Anlasser. Ich habe jetzt hier oben die Dekompression nur so lapprig eingehängt. Hier die Ölrückführung. Hier haben wir zwei. Hier ist der große Entlüftungsschlauch, da hinten ist ein kleiner, der an den Öltank geht. Der geht hier nur ins Freie, der kräftige. Das ist der hier. Der ging jetzt eigentlich nur so hier nach oben. Und daneben ist noch ein kleiner. Das ist der hier. Der hier, der geht eben wie gesagt zum Öltank und der sitzt hier hinten in der Ecke. So, jetzt muss ich nur noch diese, wobei, ja, wahrscheinlich muss ich das aufmachen. Hier ist noch eine Ölleitung, die ich nicht rausbekomme. Die sitzt auf der anderen Seite hier fest. Das ist die Ölleitung hier. Das ist die Zulaufleitung vom Öltank zum Motor. Wobei, ja, da ist hier eine Schraube, die muss ich sowieso lösen. Weil hier unten ist der Motor mit dem, hier sieht man es, hier unten ist der Motor mit der Schwinge hier verbunden. Das wird dann das Kritische werden hier, diese Steckachse. Aber gut, es wird. Vielleicht ganz interessant zur Benzinpumpe, diese zwei Leitungen waren frei. Und das ist nur diese dritte Leitung hier oben, die hier, die war hier vorne auf so einem, hier ist er, auf diesem Zapfen da gesteckt. Ich weiß nicht, ob diese Benzinpumpe hier noch in Betrieb ist. Ich schätze mal nicht. Gut, hier unten ist relativ viel Dreck, aber alles dicht. Das ist ja schon mal gut. Ja, soweit der Stand der Dinge. So, jetzt geht es darum, diese Schraube hier zu lösen. Das ist jetzt mal eine an der Schwinge. Das ist ein 14er. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen schwereres Werkzeuggerät auspacken.
ist eine Kontermutter. Jo. Okay. Okay. Und drüben der 14er Mutter. Gut. Kann man sie rausziehen. Das ist die Schraube, die hier unten eingesetzt wird. So, jetzt kommt schon das Blech raus. Das ist so ein Schutzblech für die Ölleitung. Was ich schraube das jetzt zusammen, dann ist das klar, dass das hier so zusammengehört. Ja, hoffe, ich weiß das hinterher noch. So, und somit müssten wir jetzt diese Ölleitung hier, genau, oh wunderschön, die Butter kann ich die rausnehmen, die ist hier unten am Motor, hier am Ölbehälter, so ist die Leitung drin. Hier unten ist der Deckel offen, ja, da werde ich jetzt noch kleinen Lumpen stecken. Mache ich überall, dass ja nichts reinkommt. Genau. Weil wir gerade da sind, mache ich jetzt dieses Schutzblech hier auf. Hier ist eine kleine Lasche, die andere Lasche ist noch unten. Die kann man also, denke ich mal, hernehmen. Und dann werde ich die mal aufbiegen. Wahrscheinlich wird diese Lasche abbrechen. Lässt sich schön. Das sind nur diese, ich zeige es euch, hier diese Schutzlasche hier. Ja. Samstagmittag 12 Uhr, die Kirchturm Glocken läuten. Jetzt geht es darum, man muss das Hinterrad leider locker machen, weil die Kette sozusagen gespannt ist, sonst kriege ich vorne das Ritzel nicht raus. Uppala. Dazu diesen Sicherungssplint raus. Jetzt bräuchte ich fast noch einen Karton. Hier ist die Kronenmutter auf der rechten Seite, die ist drüben nicht. Eine 22er Nuss, also wenn man dafür unterwegs was reparieren muss, glaube ich, ist das schon nicht ohne. Ja, vielleicht muss ich erst diesen hier aufmachen, dass ich das verschieben kann. Ich weiß nicht. Probieren wir mal. Wenn wir probieren, so geht's zu und so ist auf. Okay. Jetzt tut sie was. Das ist locker. Und hier sieht man die Markierungen. Hier war bei 5, jetzt hoffe ich blende es nicht, bei 5 war so ein Strich, eine Raste nach 5. Hier ist auch eine Raste nach 5. Hier ist aber noch locker. Hier ist schon locker, genau. Ja, ich denke, das muss gleich sein, damit das Rad hinten parallel ist. Ja gut, jetzt schauen wir weiter. So, ich stelle euch mal hier am Boden hin. Also ich konnte jetzt diesen Exzender, das mache ich jetzt hier auch, der ist jetzt ganz auf klein. Dann kann ich es jetzt also weit möglichst vorschieben, das Rad. Und dann kann ich hier die Kette abnehmen. Ja, das funktioniert schon mal wunderbar. Kette hier abnehmen. Und ich denke, wenn die hier locker ist, hoffe ich, ja. Okay. Das bringe ich jetzt nicht ganz runter. Ich nehme euch hier mal mit. Komm mal her. Neuer Strahler. Ich kriege das hier nicht ganz runter, aber ich glaube, wenn ich die jetzt hier aufmache, dann kann ich das schon irgendwie runter friemeln. So, und jetzt wird spannend. Das ist ein 30er. Ich mache mal einen Gang rein, hole mal den Ganghebel und dann machen wir das Motorritz auf. Ein bisschen fest.
ich werde es probieren und werde euch berichten, wenn es geklappt hat. So, ich habe versucht, die Ritzelschraube aufzumachen, die 30er. Auch mein Sohn, der Stefan, hat es probiert. Also mit der normalen Ratsche keine Chance. Jetzt habe ich gerade meinem Spezi, einen anderen Stefan, der auch ein 1VJ hat, mal angefunkt und der hat mir einen Schlagschrauber empfohlen von Makita. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich die Lösung sein. Schlagschrauber und sein Rechtsgewinde. Ist auch wichtig zu wissen, wo geht das überhaupt rechtsrum auf. Aber wie die Schraube lauft, so gehe ich auf. Ich habe gerade gelernt den Spruch. Ja, jetzt werde ich mir einen Schlagschrauber besorgen. Ich denke, der hat dann den Wumms, dass er diese Ritzelschraube hier aufkriegt. Oh Mann, ich sag's euch, man wird nicht zum Schrauber geboren. Hi! Nachbarin. Und ja, man muss das alles selber lernen. So, jetzt mit schwerem Gerät, mit einem Schlagbohrer, gehen wir jetzt ran. Und draußen ist sie. Hier ist sie! So, jetzt habe ich nochmal das Hinterrad locker. Jetzt habe ich ganz... Hinterrad ist locker. Die ist drunten. Und so kriegen wir mit dem entsprechenden Spiel in der Kette, haben wir hier das Ritzel. So, guten Morgen. Jetzt ist der 4. Tag. Ich lasse mir auch schön Zeit. Und heute werde ich die Motorschrauben lösen. Hier oben die 3. Dann hier vorne, ich weiß noch nicht, entweder 2 oder alle 4. Ja, und dann kommt die Schraube aller Schrauben. Das ist dann hier die hier. Die hier, ich zeige es euch. Die wird dann sozusagen die Schwinge lösen und gleichzeitig auch den Motor rausblocken lassen. Ja, vor einer Woche noch gefahren im Altmühltal. Habe ich jetzt gerade das Video online gestellt in YouTube und jetzt habe ich hier nur noch ein Skelett stehen. So, ich habe jetzt diese Schraube hier gelöst. Die Respektschraube, die hält hier sozusagen die Schwinge. Und gleichzeitig ist der Motorblock hier an dieser Achse gelagert. Hier unten habe ich sie ja schon raus. Jetzt kommt diese Schraube. Hier oben mit dem Dreiecksblech ist gelöst. Diese noch zu. Und jetzt geht es hier ins Eingemachte. Oh, schaut mal, was da sind die Steine drin. Ich glaube, da werde ich auch die Gelegenheit nutzen, da mal richtig sauber zu machen. Letzte Woche noch gefahren, habe ich gesagt. Diese Woche Skelett. Ja, hier sind Schmiernippel. Links und rechts. Schwingen. Wahrscheinlich zur Schwinge. Wie sagt man dazu? Schwingefetten. Okay, was ist da unten? Muss da unten auch noch eine Schraube locker? Nee, das ist nur das Federbein, was hier noch gehalten wird. Oder? Weiß gar nicht. Weiß gar nicht, was das da unten ist. Da geht irgendwie ein Bügel hoch. Ah, doch Federbein. Das lasse ich jetzt mal. Da möchte ich jetzt nicht dran, aber auch das Federbein werde ich erneuern. Das dürfte wahrscheinlich auch schon 40 Jahre hier drin sein. Entsprechend weich ist es auch schon. Aber jetzt machen wir erstmal einen Motor. Guti. Die Schraube habe ich jetzt gelöst. Ja, diese Achse bewegt sich schon.
Aber das mache ich jetzt nur zu zweit. Hole ich mir Unterstützung und dann wird spannend. So, ich habe jetzt Unterstützung bekommen aus der Marketingabteilung. Ja? Ja. Jetzt schauen wir mal, ob wir die hier aufbringen. Okay. Oh, ich habe echt Bammel vor diesem Augenblick. Schaut's mal her. Selbsthemmende Muttern. Oh, einer, wow, wie der ausschaut. Schau mal hin. Schau mal hin. Ja. Ich glaube, der bräuchte eine Erneuerung. Ja, aber. Wow. Jetzt hat es ihn, glaube ich, ein bisschen hoch rausgelupft. He? Oh shit. Ihr seid da live dabei. Okay. So, jetzt hängt er nur noch hier hinten an der Achse. Jetzt schaltet ihr mal aus, jetzt brauche ich ja, wenn ihr rauchen wollt, hätte ich gesagt, eine Zigarette, aber einen Augenblick zum Überlegen. Bis gleich. Ist verschoben? Passt schon. Oder? Ja. So, wir treiben jetzt die Achse aus. Spannend. Ja. Stefan, du hältst vielleicht einmal den Motor und die Michaela, du hältst das Motorrad. Ja, habe es. Warte mal, so weit haben wir ihn schon. Okay, ich kann ihn rausziehen. Bereit? Okay, perfekt. Okay, da tut sie was. Ja, ich hab's. Ja. 10 Minuten die Achse so ein bisschen gehen. Wo machen wir da oben kaputt? Okay. Nie bekommen. Ne, wir haben's. Wie? Ja. Aber Stefan, lass uns mal runter. Soll ich sagen? Ist erledigt. Dann schieben wir das zweite Brett noch drunter, bitte. Oder ist der Seitenständer dran? Da liegt er. So, Motor ist draußen. Das war jetzt wirklich schwere Arbeit, weil er sich entsprechend hier immer verkantet hat. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Ja, so schaut das Schwinglager aus. Hier ist, denke ich mal, alles gut. Entsprechend dreckig. Aber das ist jetzt wurscht. Hier ist der Motor. Hier ist auch nichts kaputt gegangen. Toll. So sieht jetzt die aufgeräumte Schraubergarage aus. Motor, alle Teile und hier die nackte XT 600 Tenere. Ja, das war jetzt für mich auch eine ganz neue Erfahrung, sowas zu tun. Das waren jetzt 4 Abende, wo ich dran beschäftigt war. Natürlich auch entsprechende Pausen für Materialbeschaffung, Werkzeugbeschaffung. Und ja, jetzt geht es dann mit dem Motor zum Restaurator, zum Motorritz. Das wird wahrscheinlich in, weiß nicht, 6 Wochen passieren, Mitte November. Bis dahin werde ich die Zeit nutzen, einfach mal die Teile, die ich neu beschaffen möchte, zu beschaffen. Bei der Restauration werde ich wahrscheinlich mit dabei sein. Ja, und das war es jetzt erst einmal für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was rausziehen. Auch wenn die Situation für mich jetzt nicht so prickelnd ist. Aber ich glaube, da zieht man dann immer mal was raus, was man vielleicht auch mal zukünftig, vielleicht auch unterwegs auf Reisen einfach mal brauchen kann. Ja, ist so, wie es ist. Ich wünsche euch was und bleibt dran. Ich werde berichten, wie es weitergeht. Ciao. Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.